Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute gibt es wieder ein klassisches Video über die alten Flugzeuge und Hubschrauber. Es war ein Wunsch aus euren Kommentaren. Von den Flugzeugen zeige ich euch den Doppeldecker von 1977, das Kleinflugzeug von 1986 und das Passagierflugzeug von 2001. Das erste Flugzeug und der erste Hubschrauber von Playmobil kamen im Dezember 1977 heraus. Den Doppeldecker gab es als grünen Pegasus von 1977 und als weißes Color Safari Flugzeug mit Ngorongoro-Aufklebern von 1981. Im Katalog von 1978 zog der Doppeldecker über der Campingwelt seine Kreise. Der Doppeldecker hat einen kantigen Rumpf mit rechteckigem Querschnitt. Vorne ist ein großer weißer Propeller mit einem roten Stecker angebracht. Im Rumpf sind 2 Sitzplätze eingelassen. Beide Sitze haben die typische Rille zum Fixieren der Figuren. Beim hinteren Sitz fehlt die Rückenlehne. Bei beiden Sitzplätzen gibt es links und rechts 2 Halter für Funkgeräte oder anderes Werkzeug. Vorne zwischen den Beinen des Piloten ist der Steuerknüppel. Im Heck gibt es einen Einsatz für den Erste-Hilfe-Koffer. Links und rechts ist ein Handgriff zum Verschieben des Flugzeuges. Auf beiden Seiten des Flugzeuges sind Aufkleber mit roten Streifen. Vorne der Name Pegasus mit dem geflügelten Pferd und hinten ein deutsches Luftfahrzeugkennzeichen. Am Seitenleitwerk klebt die deutsche Flagge. Es gab keine alternativen Aufkleber für andere Länder. Vorne ist ein schwarzes Fahrgestell, darauf 2 Räder mit weißer Felge und schwarzen Hartgummireifen. Am Heck ist ein kleiner Halter für ein kleines schwarzes Stützrad. Es ist genau dasselbe Rad aufgesteckt wie auf dem Handwagen für Treibstoff und Feuerlöscher. Ganz hinten gibt es noch eine kleine Zugöse, wo man ein Seil anhängen kann. Das Heckleitwerk und die untere Tragfläche sind ein Teil vom weißen Bug. Auf der Motorhaube und auf den Tragflächen stecken 4 schwarze Streben, auf denen die obere Tragfläche aufgesteckt ist. Beim Doppeldecker waren 3 Figuren dabei, eine rot-gelbe Pilotin und ein blauer Fahrgast. Wie bei den Motorradfahrern von 1977 mit einem Halstuch und darüber ein grauer Mundschutz wie beim Chirurgen, mit den neuen Motorradhelmen mit dem Transparent. Die dritte Figur war ein gelber Tankwart. Er hatte nur einen kleinen Schellaufkleber als Abzeichen auf der Brust. Die Figur hatte keinen Kragen und eine gelbe Mütze wie beim Krankenpfleger von 1976. Es sind 2 kleine Handwagen dabei, ein Kohlendioxidfeuerlöscher und ein Treibstoffbehälter mit dem alten Shell-Logo, das schon seit 1971 nicht mehr in Verwendung war. Neben den 2 Funkgeräten ist noch der typische rote Handfeuerlöscher dabei, von der Bauart Minimax Spitztüte. Auf den Verpackungsdioramen sehen wir den Doppeldecker am Flughafen abheben und über den Dächern der Fachwerkhäuser seine Kreise ziehen. Der grüne Doppeldecker Pegasus war bis 1985 im Sortiment. 2004 gab es eine Neuauflage als Classic Edition im Direktservice. Obwohl es nur dieses kleine Sportflugzeug im Sortiment gab, kam 1977 auch ein Lufthansa-Flughafenbus heraus, mit Fahrer und 2 Fahrgästen. Am Packungsdiorama brachte dieser Kleinbus die Fahrgäste zum Flugplatz, wo mit dem Doppeldecker und dem Rettungshubschrauber die ganze Flugzeugflotte bereitsteht. Der Flughafenbus ohne Flughafen ist genauso ein Teil vom alten Playmobil-Sortiment wie das Bahnhofset von 1975 ohne Zug.
1981, im zweiten Jahr der Expedition Ngorongoro, gab es den Doppeldecker in weißer Farbe als Safari-Flugzeug. Wo die Filzstifte nicht mehr zum fantasievollen bunten Bemalen des weißen Flugzeuges verwendet wurden, sondern es sollte das vorgegebene Safari-Tarnmuster aufgemalt werden, weil es mit Aufkleber nicht möglich war und weil es noch keine Drucke gab. Für das Flugzeug gibt es die Expedition Ngorongoro-Aufkleber und am Seitenleitwerk die deutsche Flagge. Die 3 Figuren waren zu bemalen: 2 Forscher mit Tropenhelm und eine Forscherin mit Hut. In dieser Packung gab es den einzigen Forscher ohne Bart in der ganzen Safari-Welt. Die Figuren hatten ein weißes Halstuch und 2 weiße Krägen. Beim Zubehör gab es den gelben Treibstoffhandwagen, 2 rote Benzinkanister mit Valvoline-Aufkleber, einen blauen Erste-Hilfe-Koffer, einen roten Handfeuerlöscher, ein Funkgerät und die Filmkamera. 1986 wurde der Doppeldecker von einem neuen Kleinflugzeug abgelöst, das es als Polarflugzeug, als Lufttaxi, Wasserflugzeug und Safariflugzeug gab. Das neue Flugzeug war größer als der alte Doppeldecker, anstatt 22 cm mit 30 cm Flügelspannweite. Es kam das erste Mal 1986 heraus als Flugzeug der Polarexpedition. Das Flugzeug hat einen schönen, langgestreckten Rumpf. Durch eine Öffnung in den Tragflächen gelangt man zu den 2 Sitzplätzen. Der Pilotensitz hat links und rechts einen Steuerknüppel zum Festhalten. Vorne gibt es eine Windschutzscheibe. Die Seitenfenster sind nicht verglast. Auf der linken Seite kann man das Trittbrett aufklappen und darunter befindet sich die Tanköffnung. Hinter der Kabine gibt es einen Kofferraum mit einem Deckel zum Aufklappen. Der Propeller ist vorne auf eine Achse aufgesteckt und mit einem roten Stift befestigt. Am Kabinendach sind die Tragflächen aufgesteckt. Am Rumpf gibt es das Fahrgestell mit 2 Rädern. An die Achse kann man auch die Schneekufen anstecken. Am Heck gibt es eine kleine Schneekufe, die nicht mit einem Stützrad ersetzt werden kann. Auf den hinteren Seitenteilen, Tragflächen und auf dem Seitenruder sind Aufkleber. Beim Polarflugzeug waren 8 Signalkegel dabei, mit denen man die Landepiste abstecken konnte. Es gab eine Wetterstation auf einer grauen Grundplatte. Das Häuschen für die Messgeräte hat eine Tür zum Aufklappen. Daneben gibt es einen Mast für den Windmesser und den rot-weiß gestreiften Windsack für den Flugplatz. Zum Set gehörten 3 Figuren, alle mit einem weißen Pelzkragen und ohne Handschuhe. Der schwarze Pilot mit Schildmütze und Kopfhörer vom Filmteam 1978 mit blauen Manschetten und schwarzer Aktentasche. Der rote Mechaniker mit blauer Strickmütze und der gelbe Forscher mit weißer Pelzhaube und Manschetten. Zum Zubehör gehörte der gelbe Treibstoffhandwagen mit Warnsymbol, 2 rote Ölfässer mit Oil-Etikett und 2 blaue Koffer mit dem Aufkleber der Polarexpedition. Auf der Packungsrückseite sieht man, wie das Polarflugzeug bei den Eskimos landet. Das gelbe Polarflugzeug blieb nur bis 1989 im Sortiment. Dann wurde es als blaues Lufttaxi Albatros neu herausgegeben, ohne Schneekufen und ohne Stützrad am Heck. Das Lufttaxi Albatros kam noch 2-mal als Neuauflage im Direktservice heraus, das erste Mal 2003 und das zweite Mal 2014. 1996 wurde genau derselbe Flugzeugtyp als Wasserflugzeug herausgebracht. Beim Rumpf vom Polarflugzeug wurde für das Wasserflugzeug nur hinten der Stecker für die Heckstütze entfernt. Das Gestell mit den großen Schwimmkörpern wurde an die vorhandenen Stecker des Fahrgestelles befestigt.
Die Schwimmer sind so groß, dass das Wasserflugzeug richtig schwimmen kann. Auf der rechten Seite gibt es einen kleinen Halter für das gelbe Ruder. Der Propeller ist silberglänzend. Genauso metallisch ist die Kennnummer auf den Tragflächen aufgedruckt. Beim Flugzeug war ein Felsenelement mit Landungssteg dabei, Schilf und 2 Figuren, die ich nicht habe. Ein Pilot mit Mütze und Kopfhörer und ein Wanderer mit Hut und Rucksack. Auch das Wasserflugzeug wurde 2009 im Direktservice wieder neu aufgelegt und es wurde erst 2022 wieder als Polizeiflugzeug verwendet. Bis heute eben ein zeitloser Klassiker. Mit dem Wasserflugzeug kann man in die kanadische Wildnis fliegen und bequem im See vor dem Blockhaus von 1995 landen. Im See kann auch der Kanufahrer eine Rundfahrt machen. Genauso wie das Wasserflugzeug ist im Mai 1996 der Schwertwal Free Willy herausgekommen. Zum Set gehört ein Rockies Felsenelement mit einem Fahnenmast, Rettungsreifen, Krebs, Hummer und Seestern. Ein kleines blaues Ruderboot mit dem kleinen Jungen Jesse, der hinausrudert auf den See, um seinen Freund, den Schwertwal Free Willy, zu finden. Der Mund geht zu öffnen, der Schwertwal hat elastische Flossen und kann in 2 Positionen schwimmen. Wenn man das Gewicht zurückrollen lässt, kann er aufrecht schwimmen. Nun fährt der kleine Junge Jesse mit seinem Ruderboot auf den See und besucht seinen Freund Free Willy. Der Kanufahrer staunt über diese seltsame Freundschaft. Jetzt ist kein Platz mehr im See, wo unser Wasserflugzeug landen kann. 2004 bekam das Polarflugzeug 3 Räder mit Kotflügel. Dafür wurde der Unterteil des Rumpfs neu aus 2 Teilen zusammengesteckt. Ich habe das Kleinflugzeug als Safari-Flugzeug von 2016. Zur 2. Ausgabe der Oambati-Station in der Wildlife-Reihe. Das Zebramuster an den Seiten und an den Tragflächen ist aufgedruckt. Am Seitenleitwerk ist es ein Aufkleber, genauso wie die Schrift Safari und das Löwenlogo. Es waren 2 schön bedruckte Figuren dabei, ein einheimischer Pilot mit Seitentaschen an den Hosen und aufgestülpten Ärmeln, einer Schildmütze und einem Kopfhörer. Und ein Forscher, ebenfalls in Hemdsärmeln mit Stiefel, einer Weste und einem Forscherhut. Als Zubehör für das Flugzeug waren 2 rote Radkeile dabei, ein Benzinkanister, ein Koffer, eine Tasche, eine Videokamera, ein Funkgerät und eine Landkarte. Das Safari-Flugzeug von 2016 kam nochmal 2022 bei der Airstunt-Show heraus. Mit den neuen Kolossstiften zum Anmalen, interessanterweise wieder mit dem Zebramuster des Safari-Flugzeugs. Das letzte Flugzeug, das ich euch heute zeige, ist der gelbe Linienjet vom September 2001, der mit dem neuen Flughafen herausgekommen ist. Ein schönes, großes Flugzeug mit 52 cm Flügelspannweite von der Playmobil-Fluglinie Aeroline. Die Tragflächen und Fahrwerke sind mit System X-Verbindern angebaut. Es gibt 3 Fahrwerke mit Doppelreifen, an den Tragflächen fix und am Rumpf drehbar, mit einem Haken, wo man das Flugzeug anhängen und mit dem Servicefahrzeug an die vorgesehene Position schleppen konnte. Am Heck gibt es 2 große Triebwerke und ein schönes Leitwerk. Hinten ist eine Gepäcksklappe. Die Koffer kann man auf den Gepäckwagen umladen. Am Cockpit haben wir eine große umlaufende Windschutzscheibe. Im Passagierbereich rechts eine Reihe mit 5 Fenstern und links eine Stiege zum Ausklappen mit verschiedenen Aufklebern.
Das Dach kann man abnehmen. Vorne gibt es ein schön gestaltetes Cockpit mit 2 Pilotensitzen. Im Passagierraum sind 5 Sitze für Passagiere, vorne ein Halter für 3 Getränkepackungen und hinten ein Halter für 4 Kaffeetassen. Es sind 3 Figuren dabei, ein Pilot und eine Stewardess mit blauer Uniform, mit Krawatte. Der Pilot trägt eine Pilotenmütze. Die dritte Figur ist ein Einweiser mit blauem Pullover und mit leuchtend oranger Warnweste, mit einer schwarzen Schildmütze, mit grauem Kopfhörer und mit 2 gelben Kellen zum Einweisen des Flugzeuges. Den ersten Flughafen von Playmobil habe ich euch schon im System X-Video gezeigt. Ein schönes dreistöckiges Gebäude aus dem Jahr 2001 mit Abfertigungshalle, Ticketschalter und Automat, Sicherheitskontrolle, Gepäckband, Telefonzelle, Aussichtsterrasse mit kleinem Café und dem Tower mit seiner schönen Verglasung und den vielen Bildschirmen. Dazu auch die Servicefahrzeuge, Kofferwagen, Betankungswagen, Flughafentaxi und der kleine Tanklaster von 2003. Hier habe ich den Katalog mit dem alten Flughafen von September 2001 schön gestaltet mit der Sortimentsübersicht. Bereits nach 5 Jahren, 2006, wurde der Flughafen vollständig neu herausgegeben mit einem größeren Verkehrsflugzeug mit 67 cm Flügelspannweite und 4 Turbinen. Ich habe hier nur die leere Verpackung. Wieder haben wir nur 5 Sitzplätze für Passagiere, aber dafür gibt es ein neues WC. Den Innenraum kann man flexibel mit Trennwänden einrichten. Man kann hinter einer Ladeluke einen Frachtraum für 2 bis 4 Container einrichten. Besonders interessant sind die verschiedenen Playmobil Mikrosets, die 2008 herausgekommen sind. Hier das Mikroset vom Flughafen. Es gibt eine Schachtel, die man aufklappen kann, innen eine magnetische Grundplatte und einen magnetischen Hintergrund, eine realistische Nachbildung des Flughafens und des großen Verkehrsflugzeuges. Die Kinder sind verkleidet als Pilot und als Einweiser. Es gibt auch die Mikrofiguren als Spielzeug, die die Figuren nicht in der Hand nehmen können. Die Figuren sind magnetisch, auch die Kinder, und bleiben auf der Metallgrundplatte haften. So kann man nichts verlieren. Es gibt eine Reihe verschiedener winziger Figuren und Fahrzeuge, hier auch einen Gepäckwagen mit Anhänger. Nach den Flugzeugen schauen wir uns im zweiten Teil des heutigen Videos die alten Hubschrauber an. Alle 10 Jahre gab es ein neues Hubschraubermodell. 1977 den Helikopter, 1987 den Rettungshubschrauber und 1997 den Polizeihubschrauber. Der erste Rettungshubschrauber kam zeitgleich mit dem Doppeldecker im Dezember 1977 heraus. Ein kleiner zweisitziger Helikopter mit dem typischen kugelförmigen Plexiglas-Cockpit. Vorne gibt es eine Anhängeöse, an den Seiten 4 Halter für Werkzeug, die in ihrer alten empfindlichen Form leicht abbrechen. Im Cockpit ist links und rechts ein Haltehebel, vorne ein Halter für den Handfeuerlöscher und in der Mitte ein eingesteckter Steuerknüppel. Hinter dem Cockpit gibt es auf den Kufen links und rechts einen Halter für den Erste-Hilfe-Koffer und 2 zusätzliche Stecker für Werkzeug. An der Unterseite der Kufen sind 4 kleine schwarze Räder angebracht, dieselben Räder wie am Handwagen. An den Kufen kann man links und rechts die 2 Liegen für den Patiententransport einhängen. Der Rotor ist mit einem roten Stecker fixiert. Die kleinen Stabilisatorstangen brechen sehr leicht ab. Am Ausleger befindet sich ein rotes Seitenleitwerk. Der Heckrotor ist mit einem schmalen roten Stecker befestigt.
Am Aufkleberbogen steht entweder Helikopterservice oder Flugrettung D-Hilf zur Auswahl. D-Hilf war das Luftfahrzeugkennzeichen des ersten deutschen Rettungshubschraubers. Auf meinem Modell sind die Aufkleber teils am Cockpit, wo sie eigentlich nicht vorgesehen sind. Auf den Seiten würde noch ein großer Rotkreuz-Aufkleber gehören. Auf den Haltern für die Erste-Hilfe-Koffer kann man entweder ADAC, SAR oder SOS aufkleben. Auf den Heckrotor kommt ein Aufkleber mit einem rot-weißen Streifenmuster und auf den Rand der Krankentrage kann man entweder den langen Aufkleberstreifen mit einer endlosen Reihe von europäischen Städten aufkleben oder kleine Aufkleber mit Rettungsflugwacht oder Katastrophenschutz, wie sie hier auf den Rotorblättern und am Seitenleitwerk kleben. Es sind 3 Figuren dabei, ein blauer Pilot mit den alten, breiten weißen Manschetten, weißem Kragen und der blauen Schirmmütze, die hier das erste Mal in einem Set vorkommt und 1979 für den Fischer und das Filmteam verwendet wird. Die blaue Mütze hat an der Seite Rillen, in die man einen Kopfhörerbügel einklemmen kann. Die Sanitäterin ist eine typische Krankenschwester, aber mit 2 Manschetten. Das erste Rotkreuzpersonal von 1976 hatte ja nur eine einzige Manschette als Armbinde. Die 3. Figur ist der gelbe Shell-Tankwart wie beim Doppeldecker. Beim Zubehör haben wir die 2 Handwagen mit dem CO2-Feuerlöscher und dem Treibstoffbehälter. Es gibt noch einen kleinen Handfeuerlöscher und 2 Erste-Hilfe-Koffer, 2 Megafone und 2 Funkgeräte. Bei der Packung ist vorn und hinten der Inhalt abgebildet. An den Seitenteilen gibt es 4 Dioramen. Der Hubschrauber in den Wolken über den Dächern der Fachwerkstatt und 2 Hubschrauber beim Auftanken. Der Hubschrauber bei 2 Rettungseinsätzen mit Notarzt und Feuerwehrauto. Der alte Rettungshubschrauber war bis 1985 im Sortiment. 2007 wurde er mit Pilot und Notärztin im Direktservice wieder neu aufgelegt. Genau dasselbe Helikoptermodell wurde 1988 für den weißen Polizeihubschrauber verwendet. Der internationale Polizeihubschrauber war auch in Deutschland im Standardsortiment. Der Hubschrauber hatte eine weiße Farbe und rote Kufen. Laut Bauanleitung war es noch das alte Modell mit den Rädern an den Kufen. Die Form wurde erneuert mit stabileren, eckigen Halteklemmen, die nicht mehr abbrachen. Im Cockpit wurde der Halter für den Handfeuerlöscher entfernt. Bei den Kufen fehlen die 4 kleinen Räder. Auf der linken Seite gibt es einen neuen Halter für den neuen Handfeuerlöscher. Trotz der neuen Form ist im rechteckigen Kofferfach immer noch unverändert die alte Jahreszahl 1977 eingeprägt. Als Aufschrift gab es ausschließlich die internationale Aufschrift Police und das Wappen mit dem Polizeistern. Es waren auch 2 Krankenliegen ohne Aufkleber dabei. Es gibt 3 Figuren, der blaue Pilot mit den neuen kleinen Manschetten für die Drehhände und mit dem neuen Kragen von 1986, mit der alten blauen Mütze und mit dem Kopfhörer. Ein weißer Polizist mit Motorradhelm und ein blauer Polizist mit neuer amerikanischer achteckiger Polizeimütze. Die Polizisten tragen eine schwarze Krawatte und als schwarzen Werkzeuggürtel den Gewichtsgürtel vom Tiefseetaucher von 1984. Beim Zubehör haben wir den Handwagen mit dem Feuerlöscher, 2 Erste-Hilfe-Koffer mit grünem Kreuz, einen neuen Feuerlöscher mit Schlauch, 2 alte Megafone und 2 Funkgeräte. Denselben Inhalt gibt es in 2 unterschiedlichen Verpackungen. Die deutsche Packung zeigt auf der Rückseite eine winterliche Landschaft mit dem grünen deutschen Polizeiauto
Und die internationale Verpackung hat ein Diorama mit dem internationalen Polizeiauto und der roten Exportversion des Abschleppwagens von 1986. Ich habe dieses Helikoptermodell noch als roten Feuerwehrhubschrauber aus dem Kaufhof Exklusivset 4065 von 2004. Der alte kleine Helikopter als Feuerwehrhubschrauber. Wieder die neue Ausgabe wie beim Polizeihubschrauber mit den verstärkten Haltern und den neuen Kufen. Die Aufkleber sind in englischer Sprache und lauten Firefighter. Am Hauptrotor und am Heckrotor sind gelb-rot gestreifte Aufkleber. Links und rechts ist ein Suchscheinwerfer vom Polizeihubschrauber aufgesteckt. Bei diesem Exklusivset war auch ein gelber Wasserbehälter dabei, wie beim Rettungshubschrauber. Es fehlt hier irgendwie ein Transporthaken, den Löschwasserbehälter einzuhängen. Der neue Rettungshubschrauber von 1987 war die Krönung des Krankenhaussortimentes, das seit 1984 mit vielen realistischen Zubehörteilen erneuert wurde. Geobra investierte 1 Million Mark in die 27 neuen Formen für den neuen Hubschrauber, der als Spielzeug des Jahres ausgezeichnet wurde. Der große Hubschrauber hatte erstmals Platz für 5 Personen. Pilot, Rettungssanitäter, Notarzt, Bergretter an der Winde und die Patientin konnte im Innenraum quer zur Flugrichtung liegen. Der Hubschrauber hat ein toll gestaltetes Cockpit ohne Fensterscheiben, mit 2 Steuerknüppeln und 2 Controllern für Pilot und Copilot, unzählige Hebel, Schalter und Knöpfe. Im Laderaum ist ein Sitz für den Notarzt, hinter dem Sitz ein Halter für den Erste-Hilfe-Koffer, quer zur Flugrichtung eine Schiene für die Trage. Die Krankentrage vom Notarztwagen von 1985 kann von der rechten Seite her eingeschoben werden. Die Kopfstütze kann man verstellen, die Griffe einschieben und die Patientin mit einem Gurt befestigen. An der Wand haben wir einen Halter für die blaue Sauerstoffflasche mit einem kurzen schwarzen Feuerlöscherschlauch zur Atemmaske. Auf einer Klaue steckt eine verkürzte rote Haltestange mit einer roten Infusionsflasche, ebenso mit einem schwarzen Feuerlöscherschlauch zur Infusionsnadel am Arm. Diese Teile waren beim Originalset alle rot. Am Dach befindet sich eine Seilwinde mit einem schweren Metallhaken. Der Bergretter hat einen Klettergurt, mit dem er sich an der Winde einhängen kann. Am Dach und an der Schwanzflosse befinden sich 2 Ösen, an denen man den Hubschrauber aufhängen kann. Die 4 großen kreuzförmigen Rotorblätter kann man in einer Linie platzsparend zusammenfalten. Am Heckausleger haben wir 2 rote Höhenruder und den Heckrotor mit 2 kleinen rot-weiß gestreiften Aufklebern. Der Hubschrauber trägt auf allen Seiten Aufkleber mit der Nummer 12, SOS, Rescue, F und die Flugfahrzeugkennnummer. Der Hubschrauber hat schwarze Kufen und an der Unterseite einen großen Lastenhaken. Mit den 4 Seilhaken kann man notdürftig die Krankentrage an der Winde befestigen. Es fehlt noch eine richtige Bergeliege. Es sind 3 große Ölfässer dabei, die man mit einem Transportnetz und den 4 Seilhaken am Transporthaken einhängen kann. Dieses Transportnetz wird auch oft als Fischernetz für den Fischkutter Susanne von 1983 verwendet, weil bei diesem Fischkutter überhaupt kein Fischernetz dabei war. Das zweite Zubehör ist der Löschwasserbehälter. Am Boden hat er ein Ventil mit einem Bleigewicht. Das Ventil kann man mit einem Zughebel öffnen. Den Löschwasserbehälter hängt man an die 4 Seilhaken. Das Seil kommt an den Lastenhaken vom Hubschrauber. Dann braucht man noch die Winde.
Der Haken der Winde wird in den Hebel des Löschwasserbehälters eingehängt. Mit der Winde kann man das Ventil öffnen, im Reservoir Wasser aufnehmen, mit der Winde das Ventil wieder schließen und dann kann man das Wasser transportieren. Durch Loslassen des Seiles öffnet sich das Ventil und der Waldbrand wird mit Wasser gelöscht. Es waren 5 Figuren dabei, 2 gleiche orange Piloten und 2 gleiche weiße Notärzte mit schwarzem Bart. Die Piloten haben 2 Reißverschlüsse auf ihrer Jacke aufgedruckt, haben einen orangen Kragen und einen weißen Pilotenhelm mit Headset. Die Notärzte haben 2 besondere weiße Motorradhelme, die sonst eigentlich nirgends vorkommen. Die rot-gelbe Patientin hat ein Verbandsset mit einem Kopfverband, einem Armgips und einem Beingips. Auf der Vorderseite der Packung sieht man den Inhalt, auf den Seitenteilen werden die Funktionen dargestellt und im Diorama an der Packungsrückseite wurde der Güterbahnhof zu einem Hubschrauberhangar umgebaut. Auf dem zweiten Seitenteil die Funktion des Löschwasserbehälters und des Transportnetzes. Mit der neuen Polizei von 2007 kam auch ein neuer kleiner zweisitziger Polizeihelikopter mit runder Cockpitscheibe, mit grünem Streifen für den deutschen Markt und mit blauen Streifen für den internationalen Verkauf. Im Cockpit gibt es einen Steuerknüppel, hinter der Kabine auf beiden Seiten einen Halter für den Feuerlöscher, unten einen Transporthaken, an den Kufen links und rechts 2 Stecker für rote Megafone und in der Mitte einen Halter für einen drehbaren Suchscheinwerfer. Der Rotor hat wieder 2 Blätter und 2 Stabilisatoren. Der Rotorstecker hat eine Öse, an der der Hubschrauber aufgehängt werden kann. Am Heck haben wir einen kleinen Heckrotor mit 2 kleinen roten Flügeln. Der Pilot trägt eine Brille, hat eine gelbe Lockenfrisur mit Bart und einen grünen Anzug mit einem fixen kleinen Kragen. Er trägt den Pilotenhelm mit Headset und mit Polizeiaufschrift. Als zweite Figur ist eine Polizistin dabei. Das Gesicht ist mit Wangen, Wimpern und Augenbrauen bedruckt. Sie hat einen ganz besonderen dunkelgrünen Lederanzug. Auf der linken Schulter ein bayerisches Polizeilandeswappen. Einen passenden Kragen mit Schulterklappen mit einem grünen Dienstgradabzeichen. An der rechten Hüfte ein Pistolenhalfter. Sie hat eine braune Frisur mit einem kurzen Zopf und einer orangen Masche. Sie trägt eine Baskenmütze mit dem Polizeiwappen. In der Hand hält sie eine Landkarte. Als Zubehör ist eine Strickleiter beim Hubschrauber dabei. Dieser Hubschrauber wurde 2008 nochmal mit der neuen blauen Polizei erneuert und mit einer Seilwinde ergänzt. 2012 kam ein neuer Polizeihubschrauber mit Winde heraus, der 2013 auch als Rettungshubschrauber verwendet wurde. Genau denselben dunkelblauen Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfer gab es im Februar 2014 als Italien-Sonderset in der Reihe zum 200-Jahre-Jubiläum der Carabinieri. Der Hubschrauber hat eine langgezogene Schnauze, ein Cockpit aus Glas mit aufgedrucktem Rahmen zum Aufklappen, mit 2 Sitzen, das Steuerpult ist ein Aufkleber, im Laderaum gibt es einen einzelnen Sitz. An der Unterseite sind graue Kufen aufgesteckt mit breiten Trittbrettern. In der Mitte kann man mit System X-Verbindern eine Taschenlampe aufstecken, die als Suchscheinwerfer funktioniert. Sie hat 2 LEDs, die aber nicht so hell leuchten, wie sie auf der Verpackung dargestellt sind. Am Dach gibt es eine bare Winde mit einem Seil, einem Haken und 2 Haltegriffen.
Es gibt wieder 4 Rotorblätter, die wie beim Rettungshubschrauber von 1987 zusammengeklappt werden können. An der Spitze jedes Rotorblattes gibt es oben und unten einen Aufkleber mit einem roten Streifen. Die Rotorblätter werden von einem roten Stift gehalten mit einer Öse, an der man den Hubschrauber wieder aufhängen kann. Am Ausleger sind 2 Tragflächen angesteckt. Der Heckrotor ist ein eingebauter Mantelpropeller. Der Schriftzug Carabinieri ist ein Aufdruck, allerdings wird er durch den stilisierten Feuerlöscher total verunstaltet. Am Seitenleitwerk steht die alte Notrufnummer der Carabinieri 112. Die Carabinieri brauchten damals ihre Notrufnummer an den Fahrzeugen nicht überkleben, als die neuen EU-Notrufnummern kamen. Die Pilotenfigur ist nicht richtig als Carabiniere identifizierbar. Von dunkler Hautfarbe, mit geradeaus starrenden Augen, Hosen mit Seitentaschen, Pistolenhalfter, aufgestürzten Hemdsärmeln, einen Kragen mit Schulterklappen, eine Bedruckung mit Reißverschluss, Gürtel und Brusttaschen. Der Pilot trägt einen Helm mit schwarzer flächiger Bedruckung und mit Headset. Die zweite Figur hat einen Anzug ohne Seitentaschen an den Hosen und mit langen Ärmeln. Mit der roten Naht am Ärmel und dem kleinen Carabinieri-Symbol an der Brusttasche kann man die Figur doch irgendwie als Carabiniere erkennen. Er trägt einen alten Helm mit Visier, wie wir ihn vom ersten Doppeldecker von 1977 kennen, mit einem Carabinieri-Abzeichen, der brennenden Granate mit den Initialen der Republik Italien. Es ist schade, dass die Figur keinen Klettergurt hat, mit dem sie sich an den Haken der Seilwinde anhängen kann. Der Beamte muss sich mit beiden Händen verzweifelt an den Haltegriffen des Seiles festhalten. Das letzte Hubschraubermodell, das ich euch heute zeigen kann, habe ich bei den Real Ghostbusters gefunden. Es ist eine Leichthelikopterform, die 2004 herausgekommen ist, mit nur einem Sitzplatz, links und rechts 2 Steuerknüppeln, an denen sich die Figur festhalten kann. Es muss irgendwie einmal eine Cockpitverglasung vorgesehen gewesen sein, aber es war bei diesem Set keine dabei. Der Helikopter hat einen Dreiflügelrotor, der Aufsteckstift wieder mit Öse, der Ausleger hätte hier einen Heckrotor, den man mit einem Stift einsteckt, aber dieses Formteil hat einen Gussfehler und ist nicht vollständig. Das war sehr ärgerlich, als mein kleiner Sohn das Set ausgepackt hat. Im Internet gab es keine Möglichkeit mehr, die Fehlteile zu bestellen, und man konnte das Teil auch nicht mehr als Ersatzteil nachbestellen. Dieser Helikopter wurde Anfang August 2009 als Feuerwehr-Löschhubschrauber verwendet. Auf beiden Seiten der Kufen gibt es einen Halter für ein Wasserstrahlrohr. An der Hinterseite der Kufen wird eine Druckflasche befestigt. Vom Wasserbehälter führt ein Schlauch zum Verteiler und vom Verteiler auf die 2 Strahlrohre, die auf den Haltern der Kufen befestigt sind. So kann man mit dem Feuerwehrhubschrauber sehr gut Wasser spritzen. Dieser Feuerwehrhubschrauber wurde 2014 als eines der 4 Sets zur Zeichentrickserie der Real Ghostbusters verwendet. Links und rechts sind an den System X-Steckern Halter für den Proton-Pack und die Geisterfalle befestigt. Es ist die Comicfigur von Peter Venkman in brauner Farbe dabei, mit einem PKA-Meter. Alle Geräte sind bei den Real Ghostbusters in blauer Farbe. Mit den Wasserstrahlen wird ein neongrünes Gespenst mit schwarzem Umhang und mit roten Feuerblitzen bekämpft. Das war heute die ganze Übersicht von Flugzeugen und Hubschraubern, die ich euch aus meiner Sammlung zusammenstellen konnte. Wenn ihr noch irgendeine Idee oder einen Wunsch habt, schreibt es mir einfach in irgendeinen Kommentar.
Es stehen schon die klassischen Bautechniken auf dem Programm, die Dioramen auf den Packungsrückseiten und die Weltraummission GEO von 2015. Danke, dass ihr heute zugesehen habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.